Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Gording. Ingenieure sind meist eher zurückhaltend und stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Wenn sie etwas erklären, ist ihnen vor allem wichtig, dass es technisch korrekt ist. Für Übertreibungen und Halbwahrheiten ist kein Platz. Trotzdem kommt irgendwann der Moment, an dem sie sich am Marketing für ein Produkt beteiligen müssen, das sie selbst entwickelt haben, meist mit weniger technischem Tiefgang. Doch dabei geht es nicht um Eigenlob, sondern darum zu zeigen, dass man etwas drauf hat. Wenn du das spannend findest, lohnt es sich, die eigenen Kommunikationsfähigkeiten weiterzuentwickeln, entweder schriftlich oder im Videoformat, wie hier. Doch wie gelingt Ingenieuren eine erfolgreiche Kommunikation, die technisches Fachwissen und ein Marketingaspekt im Einklang zu bringen? Wie erlernt man diese Fähigkeiten und setzt sie gezielt ein? Um das herauszufinden und mehr über Technical Writing und die Kommunikation in der Elektronik- und Halbleiterbranche zu erfahren, spreche ich heute in dieser Folge mit Dr. Matthias Larsch, Experte für Technical Content Creation und freiberuflicher Chefredakteur, und Catherine Schneider, Head of Media Relations von Mexperts. Hallo Catherine, hallo Matthias und herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Stuart, dass wir hier sein dürfen. Ja, freut mich sehr, euch beiden hier zu haben, mit so viel Expertise zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Bevor wir näher auf Technical Writing eingehen, lasst uns erst einen Schritt zurückgehen. So Ingenieure arbeiten für Unternehmen, ja, sie sind technisch versiert, sie konzentrieren sich auf technisch, faktisch korrekte Aufgaben und die Umsetzung davon. Aber ein Unternehmen muss auch Geld verdienen, das ist klar. Sie haben dafür Marketingteams, deren Aufgabe ist, potenzielle Kunden für diese Produkte zu gewinnen und auch über ihre Services zu informieren und sie davon zu überzeugen, bei ihnen zu kaufen irgendwann, anstatt bei der Konkurrenz. Kannst du uns, Matthias, erklären, wie die Jobs im Marketing und so Communications typischerweise so aussehen aus deiner Erfahrung? Auf jeden Fall sehr vielseitig. Ich denke, dass Marketing eine der absoluten Schlüsselfunktionen in einem Unternehmen sein sollte, leider nicht immer ist. Und es ist unheimlich vielfältig für die Menschen, die im Marketing arbeiten dürfen. Marketing ist aber auch eine von den Positionen, die am schwersten zu beschreiben und zu definieren sind. Ja. Marketing ist auf jeden Fall nicht, ich bestimme die Farbe des neuen Kugelschreibers der Firma. Und Marketing ist auch nicht zu entscheiden, wo die neuen Poster aufgehängt werden, sondern Marketing dreht sich in erster Linie um die Marke. Ja, also die Marke eines Unternehmens oder die Marken sind in der Regel im Mittelpunkt. Und die allererste Aufgabe des Marketing ist, diese Marke zu definieren, ihr eine Identität zu geben, ein USP oder mehrere USPs, also Alleinstellungsmerkmale dieser Marke zu definieren und um diese Markenidentität herum Botschaften zu formulieren. Was möchte ich an die Community oder an den Markt, an die Zielgruppen kommunizieren? Ja? Und diese Botschaften, die im Marketing sagt man Touchpoints, an bestimmten Berührungspunkten der Marke mit den Zielgruppen kommuniziert werden, das ist die Aufgabe des Marketings, das zu definieren und am Ende auch umzusetzen. Und diese Aufgabe ist sehr vielfältig, weil diese Touchpoints, diese Berührungspunkte, das sind beispielsweise Konferenzen, auf die ich gehe, wo ich ein Roll-up aufstelle, wo ich einen Flyer mache. Das können Fachartikel sein, das können Podcasts sein, das können Werbeanzeigen sein oder ganz einfach Meetings, Treffen mit potenziellen Kunden. Und das Marketing sollte eigentlich die Strategie dafür entwickeln, wie diese Markenbotschaften an den Berührungspunkten zur Zielgruppe zu definieren sind und wie diese Botschaften zu vermitteln sind. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, die wesentliche Aufgabe. Super. Lass uns darauf noch etwas genauer eingehen. Ja, du hast schon ein paar so Kommunikationskanäle erwähnt und Events und so weiter. So, welche Arten von Kommunikation erstellen und verbreiten diese Marketingleute und welche Nutzen haben sie? Wie würde ich sie als potenzieller Kunde zum Beispiel von Mause oder von eins von den Lieferanten von Mause erkennen? Also auf jeden Fall geht es nicht darum, bunte Bildchen zu machen und es geht auch nicht darum,
schlaue Sprüche zu klopfen. Das ist eigentlich nicht die Sache des Marketings, ja. Es geht wirklich darum, die verschiedenen Kanäle, wie du schon gesagt hast, zu bespielen, und zwar mit den geeigneten Informationen. Also jeder Informationskanal ist für eine andere Art von Information geeignet. Entweder eine eher sachliche Information, die ich vielleicht in einem Artikel darstellen kann, oder eine emotionale Information, die ich besser über einen Podcast, über ein Video oder über Social Media transportieren kann. Ja, wenn ich beispielsweise vermitteln möchte, hey, Mauser ist eine tolle Firma, hier gibt es coole Leute und hier ist toll zu arbeiten, dann werde ich es nicht in einem 5-seitigen Artikel tun. Das ist eigentlich nicht die richtige Variante. Wenn ich aber beispielsweise sagen will, hier, ich habe einen ganz tollen Spannungswandler und der ist besonders energieeffizient, ich kann eine tolle Architektur mitmachen, dann wird mir das mit einem TikTok wahrscheinlich nicht so gut gelingen, sondern ich mache das wahrscheinlich eher in einem Artikel, wo ich dann auch mal 3 Formeln darstellen kann, um technische Inhalte zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, wesentlich zu berücksichtigen, dass man die richtigen Informationen über die richtigen Kanäle transportieren muss. Mhm. Catherine, du arbeitest bei Maxperts. Maxperts betreut auch viele Halbleiter- und Elektronikfirmen, die Lieferanten für Mause sind. Ist es wahrscheinlich ein guter Moment zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Marketinginhalt und Werbung? Gibt es da so einen klaren Unterschied? Grundsätzlich ist Marketing Kommunikation, die wir betreiben für unsere Kunden in Form von Pressearbeit in erster Linie, sind natürlich Inhalte, die keine werbliche Komponente in sich haben. Also wenn ich eine Werbung schalte, kann ich natürlich reinschreiben, dass ich das schönste, beste und größte Produkt habe. Ja. Mache ich aber Kommunikation, muss ich inhaltlich überzeugen. Okay. Und da kommen eben die Fachleute ins Spiel, die nicht einfach nur einen Slogan haben, sondern tatsächlich Produkte erklären, Anwendungen erklären und der Zielgruppe nahebringen, wofür die Produkte geeignet sind. Und damit baue ich aber auch echtes Vertrauen auf. Mhm. Weil auch der Empfänger, die Zielgruppe in dem Fall, den Unterschied erkennt und sieht, das sind wirklich fachlich nahe Inhalte, die hier vermittelt werden und nicht einfach nur Werbebotschaften. Ja. So, jetzt haben wir Inhalte, die fachlich sehr versiert ist, tiefgehend und so weiter, die Vorteile der Produkte erwähnt und so weiter. Wie gelangen Sie nun zu den potenziellen Kunden? Über welche Kanäle oder welche Plattformen dann werden sie dann ausgestrahlt? Und wie bringst du die da dorthin? Also in erster Linie machen wir Pressearbeit. Das heißt, wir gehen immer über den Multiplikator und den Mittler, das ist die Presse, die Fachpresse. Dort haben wir einen Fachredakteur, so wie es Matthias mal war, einen Fachredakteur als ersten Empfänger. Der muss meine Inhalte anschauen, muss sie bewerten und für so wertvoll erachten, dass er sie in seinen Kanal, in sein Medium aufnimmt. Früher waren das reine Printmagazine. Heute haben die natürlich Online-Präsenzen, Social-Media-Präsenzen. Das heißt, die spielen es auch über mehrere Kanäle aus. Und von daher, das ist immer schon meine erste Hürde, die ich nehmen muss. Und ich habe es da mit Fachleuten auch zu tun. Viele Redakteure haben selber einen technischen Hintergrund, können es beurteilen und sagen auch, das ist tatsächlich Information, die wichtig ist für meinen Kunden. Das heißt, darüber habe ich eine Hürde, die ich zu nehmen habe. Und sollte aber nicht schwer sein für einen Fachmann, der ein wirklich gutes Produkt hat, ist es kein Problem. Die anderen Kanäle, die wir natürlich haben, die wir in Social Media haben, die wir online haben, da fehlt diese Hürde des Redakteurs oftmals, weil ich eigene Kanäle bespiele oder in Kanälen ausspiele, wo es keine Qualitätskontrolle gibt. Da habe ich dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit dem Inhalt zu spielen, eben weil eine Hürde fehlt. Ja. Matthias, du hast bei verschiedenen Fachverlagen gearbeitet, Print- und Online-Magazine. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele unserer jüngeren Zuschauer und Zuhörer werden sich vielleicht fragen, warum Tech-Unternehmen nicht einfach alles auf YouTube und TikTok posten? Was würdest du dann heute darauf antworten? Naja, das Thema ist eigentlich wieder die Vielfalt im Marketing und auch im Technical Marketing. Und die Zielgruppen sind differenziert, also unterschiedlich in ihrer Nutzungsweise, in ihren Affinitäten, kann man sagen. Und die Inhalte, die ich vermitteln will, sind in der Regel unterschiedlich. Und es gibt halt durchaus eine Berechtigung für diese neuen Medien, weil Emotionen kann ich viel besser über ein Video transportieren als über einen Artikel. Ja. Wichtig ist aber zu sehen, dass diese verschiedenen Kanäle alle ihre Berechtigung haben und ich selbst als Marketer oder auch als Ingenieur, der sich mit Marketing beschäftigt, die Verantwortung dafür habe,
den richtigen Kanal für meine Informationen auszuwählen. Ja. Mhm. Und Catherine, wie siehst du dann das auch, wie siehst du das in Zusammenarbeit mit deinen Klienten? Wollen sie auch so mehr mit TikTok und Instagram und Threads und X und so weiter machen, parallel zu den klassischen Pressearbeiten? Mhm. Naja, die Kanäle haben sich wahnsinnig vervielfältigt. Als ich angefangen habe, gab es fast nur Print und vielleicht schon mal ein erstes Newsportal. Tatsache ist, heute habe ich eine sehr große Auswahl über Kanäle, wo ich Content ausspielen kann. Aber wie Matthias schon gesagt hat, es kommt auf die Zielgruppe an. Ja. Und man kann es sich auch nicht so einfach machen, das höre ich immer wieder, dass es eine Generationenfrage wäre, dass eben quasi die Älteren lesen und die Jüngeren wollen alle TikTok sehen. Das ist so nicht richtig. Es ist tatsächlich so, dass es von der Art der Information abhängt, die du vermitteln willst. Also nochmal, wenn du weniger Emotionen, aber mehr Fachwissen rüberbringen willst, ist nun mal ein Artikel die bessere Variante. Oder wenn wir das Beispiel haben, in der Pressearbeit arbeiten wir wahnsinnig viel nach wie vor mit Pressemitteilungen. Das heißt, es ist ein geschriebener Text. Ich habe vielleicht ein Produktbild oder ein Anwendungsbild dazu. Aber das ist mein Startpunkt für vielen anderen Content, den ich auf anderen Kanälen ausspiele. Wenn ich ein neues Produkt habe, werde ich dazu kein YouTube-Video machen. Ja. Da muss ich keine Emotionen rüberbringen. Die Zielgruppe will hier eigentlich Fakten haben, will wissen, was kann dieses Produkt, was hebt es von Konkurrenzprodukten vielleicht ab, wo ist mein Kundennutzen drin. Und das bringe ich nicht in einem Video rüber. Weil du gefragt hast, was die Kunden gern haben. Natürlich müssen die sich auch die anderen Kanäle anschauen und überlegen, wie geeignet sind die für uns und für unsere Zielgruppe, für unser Produkt, wie kommen wir am besten an. Hängt ehrlicherweise von der Frequenz auch ab. Wie viel News hat dieser Kunde? Wenn du im Wochentakt neue Produkte rausbringst, dann kannst du nicht ein Video produzieren, was dich eine Woche kostet, um ein sauberes Video zu produzieren. Wenn du aber jemanden hast, der Anwendungsfälle hast, für den würde sich ein YouTube-Video anbieten. Der könnte sowas zum Beispiel machen. Diese ganz neuen Kanäle, ich glaube, das hat Matthias schon angesprochen, sowas wie TikTok, das geht dann eher in HR-Bereiche. Damit kannst du Talents gewinnen. Dafür ist es geeignet. Für eine Produktbewerbung, ehrlicherweise hat sich das noch keiner von unseren Kunden genauer angeguckt, weil das Umfeld auch nicht passt. Ja. Das ist ja das Schöne an Fachmagazinen und an Fachportalen. Du hast auch das Umfeld, in das du gehörst. Ich sage jetzt mal, wenn ich bei Instagram auf einmal eine Werbung eingespielt bekomme von einem elektronischen Bauteil oder einem neuen Stecker, fühle ich mich als Privatperson, der abends surft auf dem Sofa, fühle ich mich eher belästigt, um ehrlich zu sein. Genau. Während wenn ich vielleicht ein junger Ingenieur bin, auf der Suche nach was und ich kriege ein Video eingespielt von einem interessanten Arbeitgeber, dann interessiert mich etwas auch in meiner Freizeit. Ja. Also ich muss mir genau überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was will ich eigentlich erreichen, weil es wird keiner vor dem TikTok-Post dann seine Kreditkarte ziehen und einen Stecker kaufen. Ja, das ist eine andere Zielgruppe. So der Wurm muss den Fisch schmecken im Endeffekt. Das ist der Klassiker, genau. Es gibt aber vielleicht noch einen Aspekt, also Marketing-Mix ist ja ein wichtiges Stichwort, und auch Medienmix. Man sollte halt viel ausprobieren, und durch die vielen Medien, die wir in den letzten Jahren neu gesehen haben, gibt es viele Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach testet. Dass man als Unternehmen testet, was kommt auf verschiedenen Kanälen bei meiner Zielgruppe an. Wir wissen, dass es schwierig ist, bei den meisten Medien irgendwie eine Reaktion zu bekommen oder einen Nutzen zu messen. Ja, aber ich kann vielleicht dann stichpunktartige Kundenbefragungen machen, Fokusgruppenbefragungen oder sowas, um rauszufinden, wie diese Aktionen gewirkt haben. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, einfach neue Dinge auszuprobieren und beispielsweise einen Kanal wie TikTok zu nutzen, um vielleicht mit einem Cartoon oder mit einer innovativen Idee mein Produkt an eine neue Teilzielgruppe zu bringen. Ja? Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten zu spielen und zu experimentieren. Ja. Super. Ich glaube, das bringt uns so einen guten Zeitpunkt, um diese Begriffe Paid, Owned und Earned Media anzugehen. Weil das ist ein Unterschied, was Marketingleute haben vor sich auf dem Tisch. Matthias, vielleicht fängst du an, kannst du uns erklären, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt? Ja. Also Paid Content oder Paid Media, wie der Name schon sagt, ist alles, wofür ich bezahlen muss. Und das ist nicht misszuverstehen. Also es ist ein bezahlter Content oder eine bezahlte Media ist nicht von einem geringeren Wert als ein Earned oder Owned Content.
es hat den großen Vorteil, es ist planbar. Mhm. Wenn ich eine Anzeige schalte oder ein Sponsored Post veröffentliche oder ein Sponsored Article, dann kann ich das sehr genau planen. Und wenn ich weiß, es gibt Events, bei denen will ich meine Marke, mein Brand präsentieren und dabei sein und eine bestimmte Botschaft transportieren, dann mache ich das natürlich am besten über Paid, weil ich habe die Kontrolle. Mhm. Die zweite Sache war Das ist owned. Owned Media. Zum Beispiel dieser Podcast ist ein Owned Media, ist ein Format von Mauser, sponsored bei Mauser. Das sind alle Medien, die ich selbst in der eigenen Kontrolle habe. Nicht dafür andere bezahle, sondern eine eigene Kontrolle habe, beispielsweise eigene Newsletter, Firmenzeitschriften, die eigene Website, Blog und so Blogs, weiter. auch eigene Seminare, Webinare, die ich veranstalte. Und die dritte Sache, das waren die Earned Media. Das klingt natürlich sehr toll, earned, das habe ich verdient. Ja, es ist also praktisch alle PR, die ich bekomme von anderen. Also beispielsweise, wenn Zeitschriften meine Pressemitteilungen veröffentlichen oder wenn meine Publikationen irgendwo erwähnt werden, wenn verlinkt wird auf meine Publikation oder wenn ein Speaker aus meiner Firma eingeladen wird, um auf einer Konferenz vorzutragen. Das ist earned. Das ist, glaube ich, am schwersten zu steuern. Aber durch eine gute Pressearbeit und gute Öffentlichkeitsarbeit kann man sehr gute Verbindungen, Connections aufbauen zur Presse oder zu den Veranstaltern von Fachkongressen. Und damit habe ich natürlich wieder schon die Möglichkeit, mich da einzubringen. Ja. Und wichtig ist die Vielfalt und der Mix. Ich erreiche immer mit den verschiedenen Arten von Medien meine Zielgruppe an verschiedenen Touchpoints. Und das ist ganz wichtig, die alle abzudecken. Mhm. Und Catherine, wie ist es bei euch, wenn ihr Kunden beraten, muss man dann entscheiden, wie viel Zeit und Aufwand man in jedem Bereich dann einsteckt, oder? Also für die Kunden natürlich ist es schwierig geworden, weil sich diese Kanäle so fragmentiert haben. Mhm. Nochmal, früher hattest du einen Kanal, über den hast du alles geschickt. Jetzt musst du eben die Entscheidung treffen, in welche Kanäle muss ich rein, um meine Zielgruppe zu erreichen. Und die Ausgangslage ist lustigerweise trotzdem immer die Pressearbeit, weil wir hier den Grundcontent schon mal herstellen. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz hart, wenn du eine Pressemitteilung hast, hast du schon mal alle Fakten zusammengesammelt, hast alle wichtigen Aussagen drin, die auch fürs Marketing, fürs Sale wichtig sind. Und von dem ausgehend kannst du alle anderen Inhalte für die verschiedenen Kanäle erstellen. Also du kannst daraus langfristig einen Fachartikel erstellen. Du kannst darauf basierend einen LinkedIn-Post machen. Du kannst vielleicht das auch initial nehmen für ein YouTube-Video. Also ich sage jetzt mal, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir immer von der Presseseite her kommen, weil das die Basis dann für alles ist. Ja. Weil selbst hier, wenn wir in einem Podcast sprechen, basiert das hier alles noch auf einem geschriebenen Text. Ja, du hast ein Konzept, du hast einen Plan, du hast dir einen Text vorbereitet, wir auch. Und deswegen ist die Ausgangslage, auch wenn wir alle davon reden, dass wir kleine Videos machen und so weiter, die Ausgangslage ist lustigerweise immer ein Text, ein geschriebener Text. Ja. So, wir sind zu dem Punkt gekommen, wo wir diese geschriebenen Texte benötigen. Bei vielen Firmen gibt es eine Marcom-Abteilung oder es gibt vielleicht bestimmte Leute, die eine Marketingfunktion haben, ein Product Marketing Manager oder Marketing-Ingenieur. Die müssen sich dann natürlich an ihre Ingenieurskollegen wenden, weil sie Fakten brauchen. Natürlich kann ich nur ein bisschen drumherum sprechen, muss auf Tacheles reden und die Fakten korrekt haben. Was wird in solchen Fällen von einem Field Application Engineer zum Beispiel erwartet? Was müssen sie liefern? Muss es ein kompletter Text sein oder sind sie nur in dem Prozess der Artikelerstellung beteiligt? Ganz unterschiedlich. Hängt tatsächlich auch vom Techniker oder vom FAE, wer immer das dann auch macht, hängt davon ab. Aber wir brauchen natürlich jemanden, der korrekt das Produkt erstmal beschreiben kann. Wir brauchen schon dieses Datenblatt am Anfang, damit wir die Fakten schwarz auf weiß haben und dann auch die Unterscheidung machen können, wie unterscheidet sich dieses Produkt von anderen Produkten, damit wir das dann später hervorheben können, darauf auch stark eingehen können. Wir müssen über Kundennutzen sprechen, wir müssen über Zielgruppen sprechen. Und das ist in Firmen sehr unterschiedlich gestaltet. Manche sind talentiert und schreiben ihre Pressetexte tatsächlich selber. Ja. Andere hätten gerne einen Fragenkatalog und beantworten dort quasi stichpunktartig nur vorgefertigte Fragen und daraus erstellt dann jemand im Unternehmen oder wir als Agentur
erstellen dann letztendlich den Pressetext, der dann ein paar Iterationen hat, bis es halt fachlich sowohl stimmt, aber auch die Zielgruppe richtig gut anspricht. Mhm. Und bei dir, Matthias, wie sieht es aus bei dieser Erstellung vom technischen Fachartikeln und so weiter? Was ist da wichtig und mit wem arbeitet man bei einer Firma? Ja, es kommt drauf an. Also es gibt Unternehmen, die haben eine sehr differenzierte Marketingabteilung. Da gibt es auch Technical Writer, die Ingenieure sind, die wirklich einen starken Engineering-Background haben. Bei anderen Firmen ist das nicht der Fall. Da gibt es ein großes Gap zwischen Marketingabteilung und den Nerds in der Entwicklung. Und dieses Gap kann so groß sein, dass sie gar nicht miteinander reden oder wenn sie miteinander reden, sich nicht verstehen. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn es halt tatsächlich dazu kommt, dass ein Ingenieur aus dem Engineering aufgefordert wird, das Marketing zu unterstützen, mit Text zu unterstützen, dann kann das auch vielfältig sein. Das kann dabei losgehen, dass ein Datenblatt geschrieben werden muss oder ein Applikationsbericht geschrieben werden muss. Das kann sein, dass es einfach ein paar Folien braucht, die ein bisschen technischen Input benötigen. Oder es kann sein, dass er bei einer Schulung, bei einem Webinar unterstützen soll mit Fach-Know-how. Also sehr, sehr verschieden. Ähm, Ich denke, der Extremfall ist, dass ein Ingenieur die Aufgabe bekommt, komplett einen Artikel für ein Fachmagazin oder für ein Fachportal zu schreiben und manchmal auch keinerlei Unterstützung vom Marketing kriegt. Ich denke, das gibt es durchaus. Ja. Ja. Und ich glaube, dann gibt es aber genügend Verlage, die noch immer Redaktionen haben, die dann ganz gerne unterstützen und die man auch einfach fragen kann. Und wichtig ist, ich glaube, das Wichtigste überhaupt, wenn ich so ein Projekt angehe, wo ich aus dem Marketing, sagen wir mal, kein wirkliches Briefing bekomme, du musst das und das tun, da und dafür, auf die und die Weise, wo ich selber vor der Aufgabe stehe, irgendwie was zum Publizieren zu verfassen. Ich muss mir wirklich Gedanken drum machen, was will ich eigentlich sagen? Was ist meine Kernaussage? Ja? Was sind die Alleinstellungsmerkmale von dem Produkt, das ich beschreiben möchte? Wie kann ich das beschreiben auf eine glaubhafte Art und Weise? Womit kann ich das belegen? Womit kann ich es untermauern? Habe ich Material dafür? Habe ich vielleicht Messungen? Habe ich vielleicht Screenshots? Habe ich vielleicht irgendwelche Applikationsinformationen, die ich damit einbauen kann? Und ich sollte mir überlegen, wer ist genau die Zielgruppe, der das lesen soll, der es empfangen soll. Ist das eher jemand, der aus dem Einkauf kommt? Ist das eher jemand, der aus der Systemintegration kommt, der das dann tatsächlich verwenden und einbauen muss? Das braucht eine ganz andere Art von Information, als wenn es jemand ist, der einfach Purchase macht. Ja? Ja. Und dann sollte ich auch mir Gedanken darüber machen, welches Medium brauche ich denn dafür? Wen spreche ich konkret an? Ich denke, was meiner Ansicht nach ein komplett grundfalscher Ansatz ist, ich erstelle mal einen Fachartikel für die Fachmedien. Ja. Und den schicken wir dann raus an alle Fachmedien. Es gibt kein Fachmedium A, das genauso ist wie Fachmedium B, das die gleiche Zielgruppe hat, das die gleichen Ansprüche hat, das die gleiche Art und Weise hat, Fachinhalte darzustellen. Also jedes Medium ist anders. Und ich sollte mir mal einen Überblick verschaffen, was gibt es auf dem Markt, den ich bedienen möchte und welches Medium passt eigentlich am besten zu meiner Zielgruppe und zu dem, was ich transportieren will. Ja. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Also mein Produkt, die Klarheit über das USP, das Material, was ich habe, was will ich transportieren und welches ist das Medium, das ich dafür auswähle. Und dann trete ich am besten selber in Kontakt mit diesem Medium, mit der Redaktion, rufe da vielleicht mal an und schicke eine E-Mail und frage mal, was können wir denn gemeinsam machen? Können Sie mich unterstützen? Was braucht sie von mir? Ja, super. Ja. Danke für diese tolle Zusammenfassung und auch für die bisherigen Einsichten. Und wir kommen zu euch beiden dann im Kurzen zurück. Dankeschön. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Bei meiner Wahl geht es diesmal weniger um eine bestimmte Technologie, sondern vielmehr darum, wie ich überhaupt etwas über Technologie gelernt habe. Als Kind war ich sehr neugierig. Ich wollte alles über Elektronik wissen, wie Dinge entworfen, getestet und gebaut werden. Irgendwann fand ich heraus, dass es Magazine speziell für Tüftler gab.
Jeden Monat wurden zum Beispiel mehrere Projekte vorgestellt, jeweils mit einer Beschreibung des zugrunde liegenden Problems und einer Lösung, die man bereits ausprobiert hat. Dann wurde die optimale Schaltung entwickelt, entweder auf einem Variboard oder einer Platine, und schließlich wurde das Ganze mit Strom versorgt und die Schaltung zum Leben erweckt. Die Autoren gaben meist eine Liste der erwarteten Spannungen oder Signale in verschiedenen Punkten der Schaltung an, sodass man genau prüfen konnte, ob man alles richtig zusammengebaut hatte. Am Ende wurde auch noch gezeigt, wie ein Gehäuse gebaut wird, zum Beispiel aus Plexiglas, Aluminium oder einem vorgefertigten Gehäuse. Solche Magazine haben nicht nur meine Elektronikkenntnisse enorm verbessert, sondern waren für mich eine Vorlage für klar strukturiertes technisches Schreiben. So, Matthias, welche Technik hat dich während deiner Kindheit begeistert? Also wenn ich ehrlich bin, war ich als Kind überhaupt kein Techie. Zu der Zeit war das höchste der Gefühle ein Kassettenrekorder. Okay. Und eigentlich habe ich mich als Kind wirklich schon als Kind mehr für Sprachen und für Literatur interessiert als für Technik. Und deswegen bin ich auch auf einem kleinen Umweg zur Technologie gekommen. Man muss dazu sagen, ich bin im Osten aufgewachsen und in der DDR war es in meinen Augen ein bisschen schwierig, Geisteswissenschaften zu studieren, weil das war alles etwas ideologisch behaftet, würde ich es mal nennen. Und ich konnte auch nicht auf direktem Weg Abitur machen, sondern musste Beruf lernen, Abitur nebenbei und habe dann Maschinenbau gelernt. Also es war schon mal sehr technisch, da war ich aber schon Jugendlicher. Habe mich dann aber auch nicht für Maschinenbau entschieden, sondern habe dann Naturwissenschaften studiert, Kristallographie. Ich bin Diplom-Kristallograph und habe mich dann während der Doktorarbeit mit Halbleitern auseinandergesetzt, also mit den Halbleitermaterialien, Optohalbleiter. Und das war dann eigentlich der erste Link zur Elektronik. Und wenn ich mich als Kind mit Technik beschäftigt habe, dann war das auch eher die Optik als die Elektronik. Interessant. Muss ich ganz offen gestehen. Ja. Der Link zur Elektronik kam dann mit der Promotion und da ging es dann aber auch weiter. Also danach habe ich dann eine Journalistenschule besucht und dann einen Verlag angeheuert. Im gleichen, wo die Katrin auch war damals. Und da ging es aber dann gleich mit Elektronik zur Sache. Ja. Elektronik und Feinwerktechnik. Feinwerktechnik hieß es damals. Würde man heute Mechatronik dazu sagen. Und deswegen ist meine Affinität immer noch so ein bisschen bei den optischen Technologien, bei der Optik, Photonik. Und Elektronik begleitet mich aber die letzten Jahrzehnte ständig und es ist ein unheimlich interessantes Feld. Was ich aber vielleicht auch noch erwähnen möchte, ist, dass meiner Meinung nach immer dort es besonders spannend ist, wo sich Technologien überschneiden. Ne? Das habe ich durch die Photonik, Optik und Elektronik gesehen. Das sehen wir heute ganz, ganz viel. Also optische Technologien durchziehen die Industrie immer stärker und ersetzen immer häufiger, das Photon ersetzt immer häufiger das Elektron in vielen Applikationen. Und diese Schnittstellen finde ich besonders interessant. Also überall da, wo es Überlappungen zwischen verschiedenen Ingenieursdisziplinen gibt, da fühle ich mich besonders wohl, kann man sagen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ja. Und zu dir, Katrin, was hat die Interesse für die Technik in dir geweckt? Also ich könnte jetzt die Geschichten erzählen, dass ich mit meinem Bruder zusammen lustige Lichtschranken gelötet habe, um Alarm zu haben, wenn unsere Eltern sich unseren Zimmern genähert haben. Haben wir tatsächlich gemacht. Ja, gab es tatsächlich. Wir haben auch eine Klingel gebaut für die Nachbarskinder, weil die Eltern so genervt waren, dass sie ständig geklingelt haben. Deswegen hatten wir eine eigene Klingel. Das war eine gute Idee. Ja, und die hatten wir aber, die klingelte nicht, sondern die hatte ein Licht. Die leuchtete, wenn die Nachbarskinder. Also von daher könnte ich jetzt behaupten, hätte ich jetzt. Du hast auch Elektronik mit Optik verbunden. Ganz genau, ganz genau. Nicht so weit auseinander. Also könnte ich jetzt behaupten, dass es dadurch entstanden wäre. Ich meine, Matthias hat mir meine Geschichte geklaut. Das hier ist meine Jugend. Das hier ist tatsächlich meine Jugend. Also Kassettenrekorder war ganz wichtig und das hat mich eigentlich auf meinen Weg erstmal geführt, weil mein Weg ist Sprache. Ich bin eigentlich eine gelernte Verlagskauffrau. Habe dann Literaturwissenschaften studiert und bin Glückspilz. Ja, und dann ich durfte das und ich bin dann wie Matthias zum Hansa Verlag damals gekommen, habe eigentlich gehofft, ich komme in die Belletristik und bin bei den Fachmagazinen gelandet. Als Student, Redaktionsassistentin, später so quasi als Juniorredakteur
und bin da geblieben, weil die Technik immer super spannend war, weil es auch was war, wo ich damals, ich meine, das ist 25 Jahre her, ganz ehrlich, eine der wenigen Frauen war, die sich da auch Ja. dran getraut hat. Ähm, Ich bin heute immer noch kein Experte für Elektronik. Ich mache sehr viel im Bereich Embedded Software Tools. Ich weiß aber so, wie war der Spruch? Ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug, um gefährlich zu sein. Ja. Das heißt, soweit verstehe ich die Technik, um die richtigen Fragen zu stellen, Ja. weil mein Job ist es ja, das auch zu übersetzen für die Zielgruppe. Wie der Matthias gesagt hat, wir haben es ja oftmals als Zielgruppe mit Einkäufern zu tun. Die sind technisch genauso wenig tief drin wie ich. Die interessieren sich für andere Aspekte von einem Produkt. Ja. Und ich glaube, dass jemand wie ich an der Stelle ein guter Übersetzer ist. Ja. Und eben, ich komme aus der Sprachseite, 80er-Jahre-Songs, ich kann sie alle auswendig und bei den Kindern kommt es heute wieder. Also nicht die Kassette, aber die 80er-Jahre-Songs und ich musste tief in den Keller gehen, um die nochmal zu finden, aber ich glaube, das verbindet mich mit ein paar Leuten da draußen. Genau, und das freut uns, dass du es für uns Das war gemacht meine hast. Technik. Super, vielen Dank und ich glaube, viele unserer Zuschauer und Zuhörer werden eurer Auswahl auch zustimmen. Lass uns jetzt mit unserem Thema Technical Writing und Kommunikation weitermachen. Matthias, ich würde gerne mit dir das ganze Thema etwas plastischer machen, indem dass wir so Schritt für Schritt durch den Ablauf einer neuen Produkteinführung gehen. Gehen wir davon aus, dass unser Unternehmen hat gerade eine neue Mikrocontroller-Serie entwickelt und ja, wir wissen, dass die Konkurrenz in diesem Bereich sehr stark ist, sehr groß. Was sind die ersten Schritte, die ein Marketingteam unternehmen muss? Und was müssen die beteiligten Personen dann wissen, um das Marketingkampagne überhaupt ausführen zu können? Ich glaube, der Anfang ist wieder der Markenkern eigentlich. Ne? Ich muss mir wieder klar machen, was sind die Alleinstellungsmerkmale meines Mikrocontrollers gegenüber den anderen und welche Vorteile und ehrlicherweise welche Nachteile hat mein eigenes Produkt und dementsprechend muss ich wieder diese Markenattribute definieren und die Markenbotschaften, die ich transportieren will und die Berührungspunkte mit der Zielgruppe identifizieren. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann suche ich mir die richtigen Kanäle für diese Botschaften, die ich transportieren will. Und wie schon gesagt, Marketingmix oder Medienmix ist ganz wichtig. Ich muss also versuchen, eine gute Mischung aus den verschiedenen Kanälen, also Fachmedien, Fachportale, Social Media, Videos, Videoportale, Podcasts und so weiter zu finden und zusammen mit den Beteiligten, also sagen wir auch den Ingenieuren, die am Ende an der Erstellung von Content beteiligt sein sollen, eine Strategie aufstellen. Wie gehe ich vor? Also was sind beispielsweise die geeigneten Termine, was zu lancieren? Beispielsweise sind das Messen. Habe ich einen Messestand dort? Was präsentiere ich auf dem Messestand? Wie flankiere ich das Ganze? Ja? Wird die Messe beispielsweise durch Social Media unterstützt oder durch Fachpublikationen oder durch Anzeigen in verschiedenen Medien? Und so muss ich Schritt für Schritt da durchgehen. Und dann werden die Aufgaben verteilt. Und letztendlich wird ein Applikationsingenieur möglicherweise die Aufgabe bekommen, bitteschön, komm mit auf die Messe, bereite da mal was vor, mach vielleicht eine Demo. Und dann würde ich sagen, mach dir einfach Gedanken, wie kannst du einem Kunden oder auch einem Redakteur gut vermitteln, was die Vorteile deines Produkts sind. Also begleite das mit Material, mit ein paar Schaubildern, mit ein paar Grafiken und mit ein paar guten Argumenten, die man sich vorher zurechtlegt. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für alle anderen Content-Formen, also auch für Artikel. Ich sollte mir Argumente überlegen und Möglichkeiten, diese Argumente zu untermauern mit Daten oder mit Grafiken, mit Messergebnissen. Genau, und gehen wir davon aus, dass ich Ingenieur in diesem Unternehmen bin. Wir haben auch sehr viele Ingenieure als Zuschauer, Zuhörer und auch werdende Ingenieure auch. Wer kommt auf Sie zu und welche Aufgaben tatsächlich dann kommen Sie auf dem Schreibtisch? Auch wieder sehr vielseitig. Also je nachdem, wie das Marketing besetzt ist, also ob da selbst Ingenieure arbeiten, die eine Vorarbeit leisten können oder die einfach nur wenig fachlichen Input brauchen, um damit Content zu erstellen oder ob die eben nicht da sind,
kann das wirklich sehr, sehr verschieden sein. Also eine Aufgabe kann beispielsweise sein, überleg dir doch mal, ob du nicht in unserem Webinar einen Vortrag halten möchtest. Oder einfach auch nur, schau dir bitte mal die Folien an, die wir da haben. Wir finden das nicht technisch genug. Da braucht es vielleicht noch die ein oder andere Grafik. Kannst du da ein paar Ergebnisse liefern? Oder es kann sein, dass du als Ingenieur gefragt wirst, hast du nicht einen Kunden, der bereit wäre, über unser Produkt in der Applikation zu reden oder mit uns darüber zu reden, dass wir darüber was schreiben können, was erstellen können. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr vielschichtig. Es kann auch sein, dass die Marketingabteilung kommt und sagt, mach da mal einen TikTok an deinem Arbeitsplatz. Das kann auch sein. Und ich würde sagen, mach's, weil es ist interessant. Es zeigt dir ganz neue Dinge. Du lernst neue Dinge über dich selber und das Schlechteste, was man tun kann, ist ablehnen. Ja, genau, ja. Einfach sagen, ne, das passt mir nicht. Ja. Katrin, wie sieht es bei euch aus in eurer beratenden Rolle und dieser Funktion zwischen Firmen und Presse? Wenn jemand ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, wie bereitet ihr die Firma vor, damit sie es machen können? Hängt da auch von der Größe des Unternehmens ab. Also wir haben vom börsennotierten Unternehmen bis runter zum 15-Mann-Unternehmen haben wir die ganze Bandbreite. Das heißt, je kleiner das Unternehmen, desto direkter gehe ich zum Beispiel an die Ingenieure heran. Was mir aber auch tatsächlich wichtig ist, auch wenn das jetzt im PR-Bereich vielleicht manchmal ein bisschen verpönt ist, ich nehme auch gern die Sales-Leute mit an Bord. Weil Tatsache ist, dass die genauer wissen, was ist im Markt gefordert. Die sehen manche Dinge ein bisschen schärfer als der Entwickler, der natürlich begeistert ist von seinem eigenen Produkt. Die können das genauer vom Wettbewerb abgrenzen. Und die haben auch beispielsweise öfters mal mehr die Nähe zum Kunden, um auch mal eben ein Anwendungsbeispiel bereitstellen zu können, weil sie aktuell wissen, welcher Kunde setzt welches Produkt für was ein, sodass man daraus auch eine Applikationsstory machen kann. Von daher ist es mir ein bisschen zu kurz gegriffen, dass wir nur mit den Entwicklern und Ingenieuren der Produkte an sich sprechen, sondern es muss schon ein größer Kreis sein, der damit einbezogen wird. Auch eben, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Inhalte, die wir machen, verwenden wir auch dann in den eigenen Kanälen. Und ich habe da immer wieder Diskussionen mit Kunden drüber, weil ich sage, ich will da auch einen echten Call to Action sehen. Bringt uns nichts, jetzt einfach nur die Technologie darzustellen und sagen, ist wunderbar. Nein, ich muss Ihnen ja auch zeigen, wo kriege ich es überhaupt her. Also bei allem, was wir hier in der Kommunikation machen, dürfen wir hier aus dem Blick verlieren. Das steht ja nicht für sich selbst, sondern wir haben ein Ziel. Und unser Ziel ist nun mal, Produkte zu verkaufen. Mag keiner hören in der PR, aber das ist der Punkt, da wollen wir hin. Ja. Und von daher, den Kreis macht man öfters ein bisschen größer und kriegt damit aber auch immer wertvollen Input und ganz ehrlich, neue Perspektiven, die man super einbeziehen kann in die Kommunikation, wo der Ingenieur nicht dran gedacht hat, aber auch der aus dem Sales-Bereich nicht dran gedacht hat. Ja. Und da ist bei uns die Runde manchmal ein bisschen größer. Genau, so Matthias, als Ingenieur sitze ich da, jemand aus dem Markt kommt oder Product Marketing kommt zu mir und sagt, hey, wir haben die Möglichkeit, einen Fachartikel zu inszenieren, brauchen aber jetzt einen Text und ich sitze da mit einer leeres Blatt Papier. Wo fange ich an? Wie strukturiere ich eine Geschichte? Und muss ich es als eine Geschichte betrachten, um einen guten Text zu liefern? Also eine Story ist schon gut. Und bis vor gar nicht so langer Zeit hatten wir Redakteure, Autoren immer dieses leere Blatt-Syndrom. Du sitzt vor diesem leeren Blatt und wo fange ich an? Heute fragst du die KI und die ist wirklich, also etwas wie ChatGPT zum Beispiel, ein sehr guter Sparringspartner. Ja? Ja. Ich würde nie empfehlen, ChatGPT einen Artikel erstellen zu lassen. Aber um dir einen Startpunkt zu geben oder dir ein Outline zu generieren oder Quellen zu nennen, ja, oder Ideen in dir selbst hervorzurufen, zu triggern. Und dafür ist sie wirklich grandios. Also das leere Blatt-Syndrom gibt es eigentlich nicht mehr und starten kann man eigentlich ganz schnell. Aber wichtig ist es immer selbst, die Oberhoheit über alles, was sie tut, zu behalten, alles kritisch zu hinterfragen und weder sprachlich noch inhaltlich, glaube ich, ist der Autor oder der Ingenieur als Autor ersetzbar.
Sie kann aber ganz gut helfen, sich eine Strategie zu entwickeln, um einen Artikel zu erstellen. Ja, und generell würde ich sagen, ist es immer gut, die Kernaussage zu haben. Also in der Journalistenschule hieß das der Küchenzuruf. Okay. Wenn Mama in der Küche ist und Papa sitzt am Sofa und Mama sagt, worum geht's denn da in dem Film? Und Papa sagt, da ist einer umgebracht worden und die Polizei ermittelt und jetzt haben sie den Gärtner als Täter gefunden. Das ist der Küchenzuruf und den sollte man für jeden Artikel haben. Ja. Also man sollte in einem Satz sagen, das ist die Kernaussage. Genau. Darum geht es. Und die sollte man wissen. Wenn man die nicht hat, braucht man den Artikel nicht schreiben. Ja. Ne? Und dann geht es natürlich darum, ja, wie kann ich diese Aussage belegen? Welche Mittel habe ich zu zeigen, dass das alles stimmt? Welche Applikationen kann ich beschreiben, die das untermauern? Vielleicht auch noch sich Gedanken machen, welche Grafiken habe ich zur Verfügung, welches Bildmaterial habe ich zur Verfügung. Mittlerweile ist auch kein Artikel mehr ohne gutes Bildmaterial möglich. Ja, und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, das A und O. Und so kann man sich dann durch den Artikel hangeln und man muss ihn als Ingenieur nicht sprachlich perfekt verfassen. Ich denke, die Redaktion will auch noch was zu tun haben und jede Redaktion hat ihren eigenen Stil sowieso, sprachlichen Stil und Stil der Darstellung, Text und Bild und die unterstützen das schon gerne, würde ich sagen, solange sie noch können. Also wir wissen, dass die Situation in den Verlagen nicht so doll ist wirtschaftlich, dass die Redaktionen immer dünner werden und auch die Kompetenz in den Redaktionen immer mehr nachlässt. Aber ich glaube, es sind immer noch genügend Redakteure da, die Ingenieure unterstützen können und auch in der Lage sind, einen etwas holprigen Artikel flüssig zu machen. Und der Anspruch an den Ingenieur ist nicht die perfekte Formulierung, aber eben sachlich. Und vielleicht, weil wir bei Formulierungen sind, wenn ich das noch so weit ausführen darf, ja, also Sprache ist einfach ein wichtiges Werkzeug. Und Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Politiker oder für Literaten, sondern meiner Meinung nach eben auch für Ingenieure. Denn sie versetzt dich in die Lage, deine Ansichten, deine Meinung besser zu vermitteln, verständlicher zu vermitteln und das, was du tust, anderen zugänglich zu machen. Ja? Und wenn du die Sprache nicht richtig als Werkzeug verwendest, also wenn du versuchst, mit dem Hammer die Schraube reinzudrehen, wird es dir nicht gelingen. Ja? Und dafür brauchst du halt einfach einen gewissen, also nicht nur einen gewissen Wortschatz, sondern auch die Fähigkeit, Dinge verständlich zu formulieren und deutlich zu formulieren. Und was wir halt oft in Diplomarbeiten, Doktorarbeiten und so weiter verlernen, weil da geht es oftmals nicht so sehr darum, Dinge so verständlich darzustellen, dass jemand damit arbeiten kann, sondern es geht darum, wissenschaftliche Erfolge der Community zu verkünden, ja, aber nicht unbedingt die Details preiszugeben oder nur zu einem bestimmten Maß, das nach Möglichkeit keiner wirklich was damit anfangen kann, weil auch unter den Wissenschaftlern herrscht Konkurrenz. Ja. Und diese Formulierungen, die wir da lernen, um uns schön auszudrücken, aber die Tatsachen ein bisschen zu vertuschen, die sollten wir einfach vergessen. Ja. Wir sollten die Umgangssprache vergessen. Wir sollten die schwammigen, sehr abstrakten Formulierungen vergessen und wirklich zur Sache kommen. Sachlich reden, sachlich schreiben und Dinge sehr direkt, so direkt wie möglich mitteilen. Und wir sollten uns auch immer bewusst werden, dass alles, was wir sagen oder schreiben, im Kommunikationsempfänger Bilder erzeugt. Und ich sollte mir Gedanken darüber machen, welche Bilder erzeugt die Sprache, die ich benutze, bei meinem Gegenüber oder bei meiner Leserschaft. Ja? Und wenn ich es schaffe, die richtigen Bilder aufzubauen, dann fällt es mir am Ende auch viel leichter, mein Produkt zu vermarkten. Genau, das ist vielleicht ein Plädoyer an die Sprache. Also Sprache als Werkzeug zu benutzen und versuchen zu lernen, mit diesem Werkzeug umzugehen. Ja. Wenn ich einen wichtigen Punkt aufgreifen darf, dieses Storytelling finde ich immer so ein interessantes Thema, weil das vor ein paar Jahren aufkam im Marketing so als das neue Ding. Okay. Und wir machen seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, nichts anderes. Weil wir machen schon immer ein Storytelling, wenn wir Anwendergeschichten haben. Ja, natürlich. Ja. Und eben, wenn man mich nach einem Aufbau fragt, das Erste, da stimme ich dazu, ist, es muss jemand ein klares Bild davon haben, was will ich eigentlich erzählen. Deswegen verlange ich bei unseren Autoren eigentlich immer einen sogenannten Abstract.
werd dir in 5 Sätzen klar, was du eigentlich in deiner Story erzählen willst. Das ist dann auch was ich verwenden kann, um damit mit Redaktionen mich auseinanderzusetzen, ob die an dem Thema interessiert sind, ob das überhaupt in welche Ausgabe passt das und so weiter. Ein Abstract, um klar zu werden, um was geht es. Und eigentlich sage ich dann immer, ist der Artikel aus meiner Sicht dreigeteilt. Das erste ist, formulier immer ein Problem. Weil das sind doch unsere Ingenieure, die sind doch Problemlöser. Genau. Die haben doch ein neues Produkt und dieses Produkt hat doch irgendein Feature dabei, was die Sache erleichtert, was es besser, schneller, kleiner, energieeffizienter, was auch immer macht. Das heißt, formulier dein Problem. Keine Ahnung, ich habe keinen großen Bauraum, das Ding muss eine lange Batteriezeit haben und so weiter. Und dann erkläre, wie deine Lösung dazu aussieht. Ja. Du darfst dann, das hassen dann die Redakteure, wenn ich sage, im letzten Drittel darfst du was wirklich dann über dein Produkt schreiben. Genau, ja. Bitte nicht zu werblich, bitte halte keine bunten Schilder hoch. Ja. Aber ich finde es legitim, dass du im letzten Drittel des Artikels dann auch tatsächlich sagst, guck mal, ich habe zum Beispiel ein Produkt dazu, das hat eben folgende Features und das löst das Problem in dem ... Ja, genau. Ja. Ja. Natürlich hat es der Redakteur am liebsten, wenn er einen Artikel kriegt, wo eigentlich nur in der Bildquelle oder in der Autorennennung der Firmennamen genannt wird. Zu den Redakteuren gehöre ich eigentlich nicht. Okay. Ich finde, man kann das Kind beim Namen nennen. Und wenn du ein Produkt darstellen willst, dann schreib einen guten Applikationsartikel über dieses Produkt. Genau. Und warum soll das Produkt nicht genannt werden? Also ich meine, letztendlich ist der Empfänger ein Ingenieur, der auch damit entwickeln will und der für den es möglicherweise genau die richtige Lösung ist. Und warum soll ich die ihm nicht sagen? Ja? Genau. Absolut. Story ist gut, und Applikationsstory ist am besten. Ja. Aber es muss eine sachliche Story eben sein. Ja? Sie darf nicht verblümt werden, sie darf nicht beschönigt werden. Sie muss wirklich einfach sachlich einen Sachverhalt möglichst konkret darstellen. Ja. Und Applikation ist aber auch nicht unbedingt muss. Du kannst auch einen Hintergrundartikel schreiben, Technologievergleich oder etwas zusammentragen über eine Technologie, die vielleicht ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist oder wo es halt gar nicht so viel wirklich gute Zusammenfassungen gibt. Sowas kann man gern als Artikel veröffentlichen. Warum nicht? Also auch in dem Sammeln von Informationen liegt ein Wert, wenn man die gut bündelt und wenn man sie vielleicht auch gut bewertet. Ja. Wir haben ja leider als Redaktion auch heutzutage nicht mehr Versuchslaboratorien, wie man es vor vielen Jahren noch hatte, wo wir selber getestet haben. Ja. Ist nicht mehr der Fall. Das heißt, wir sind auf diese sachlichen Informationen von Ingenieuren angewiesen. Ohne die könnten wir die ganzen Inhalte der Zeitschriften überhaupt nicht gestalten und der anderen Medien, die wir so machen. Ja. Und vielleicht nochmal, auf das Thema Sprache nochmal zu kommen. Ja, wenn es auch jetzt ein bisschen ausufert, aber ich bin wirklich ein Sprachfan und ich finde die gesprochene Sprache lassen wir mal außen vor, weil das ist noch viel schwieriger, die auf die Reihe zu bekommen, weil da kann man eben nichts mehr streichen und löschen, was man gesagt hat. Ja, vielleicht schon können wir in gewisser Weise ein Stückchen Video rausschneiden, wenn es mal zu schlimm war, aber im normalen Leben eigentlich nicht. Aber die geschriebene Sprache, da haben wir viele Möglichkeiten und es gibt halt unheimlich viele Fälle. Manchmal ist es schon wirklich so kurios. Mir fällt immer dieses Beispiel ein von einem Vortragenden in einem auch ein bisschen marketingbehafteten Vortrag, der dann sagt, und am Ende des Tages müssen wir den Kunden da abholen, wo wir stehen. Kennt vielleicht jeder der Spruch. Und ich denke mir mal, ist der Busfahrer Nachtlinie oder was? Wer sonst holt seinen Kunden am Ende, also späten Abend da ab, wo er rumsteht? Ne? Kein anderer. Und solche Formulierungen, die findest du eben auch in Manuskripten für Fachartikel. Ja. Und das ist, oder diese in allerletzter Zeit läuft mir das immer häufiger über den Weg, dass Dinge entsprechen. Die Lösung wird entsprechend skaliert. So. Was bedeutet das genau? Entspricht da wem? Was entspricht da wem? Also das sind diese schwammigen Formulierungen, die keine konkreten Bilder zulassen. Ja? Entweder weiß ich gar nicht, was ich sagen will aber irgendwas schön Klingendes formulieren oder ich soll nichts sagen, weil es ist ja vielleicht dann doch ein bisschen zu vertraulich. Und diese Formulierungen, die eigentlich verhindern, dass der Kommunikationsempfänger etwas damit anfangen kann. Lasst sie bitte weg. Ja, alles, was keine konkrete Aussage hat, lasst es raus. Ja. Schreibt es nicht.
Ja, genau. Das ist ein sehr guter Tipp, das wir alle mitnehmen können. Ich auch, wenn ich manchmal, wenn ich meine Texte lese, so, ja, das hätte ich besser formulieren können. Eins, was ich dann noch aufgreifen will, ist tatsächlich diese Basistechnologieartikel. Ja. Also ich oftmals auch mit Kunden zu tun habe, die sagen, wir haben jetzt gerade nichts Neues. Wir haben kein neues Produkt, wir haben jetzt gerade keine Anwendung, über die uns der Kunde berichten lässt, der Endkunde berichten lässt. Wir haben nichts. Und dann kann ich sie eigentlich Lügen strafen, insofern, dass ich sage, doch, du hast ja eine Basistechnologie. Ja? Vielleicht schreibst du einfach was über Echtzeitbetriebssysteme im Laufe der Zeit. Ja? Genau. Weil da hatten sich Dinge entwickelt und es ist ein neuer Status quo. Und es ist ja auch durchaus so, dass wir nicht nur alte Hasen als Empfänger unserer Nachrichten haben. Du hattest letztens diesen Podcast oder diesen Videopodcaster da, der erklärt hat, dass es für ihn so hilfreich ist, war, und deswegen stellt er sich selber her, so Basisvideos zu machen und eine grundlegende Technologie erstmal zu erklären. Ja. Und so ist es eben auch mit irgendwelchen Artikeln, die ich mache oder Vorträge, die ich halte. Wir hatten, glaube ich, einen Sprecher, der war Dauerbrenner auf der Embedded World und der hat nur Echtzeitbetriebssysteme erklärt, jedes Jahr wieder. Dem sein Vortrag war voll. Ja. Weil einfach das Bedürfnis da ist, darüber was zu lernen. Genau. Das heißt, wenn manche Firmen sagen, sie haben nichts, worüber sie kommunizieren können, stimmt nicht mehr. Es stimmt nicht. Man findet was, wenn man nur danach sucht und vielleicht, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Ja, wir waren aber bei diesem Mikrocontroller gestartet. Wir wollten eigentlich den ich fällt noch was dazu ein. Wir wollten auch den Mikrocontroller in den Markt bringen, ja, so, und verschiedene Kanäle benutzen. Und was ich auch so kurios finde, ist, dass es selbst große Firmen, Beispiel Apple fällt mir gerade ein, wenn ich den Namen nennen darf, es nicht schaffen, aber Microsoft kann das wahrscheinlich auch nicht besser, ein konsistentes Wording über ihre Touchpoints zu etablieren. Ja? Also Dinge, die gleichen Dinge, die einfach an verschiedenen Zielgruppenberührungspunkten anders heißen. Also jeder, der schon mal mit einem Apple MacBook und einem iPad und einem iPhone irgendwie einen E-Mail-Account einrichten wollte, der weiß das. Gleiche Dinge heißen einfach verschieden. Und bitte vermeidet sowas. Ja? Also wenn ich ein Medium habe, ein Fachmedium, und ich habe da einen Boost-Regler, ja, dann bitteschön, lass das Ding Boost-Regler heißen und nicht im gleichen Medium in einer anderen Ausgabe heißt es dann Hochsetzsteller. Ja, es ist okay, wenn ich in einem Fachartikel, der über 5 Seiten geht, Synonyme verwende. Ja? Aber bitte denkt immer dran, dass nicht jeder Leser unbedingt der 100% Fachexperte sein muss. Und ich möchte nicht verwirren, indem ich einfach für das gleiche Ding verschiedene Begriffe benutze. Ja, aus der Optik ganz schön hier, wir haben eine Kamera vor uns, Tiefenschärfe und Schärfentiefe ist das Gleiche. Aber das weiß nicht unbedingt jeder. Und wenn ich es halt durcheinander verwende, verwirre ich halt einfach nur. Ja, das stimmt. Also konsistentes Wording ist im Marketing auch eine ganz entscheidende Sache. Und man muss auch aufpassen, wie man neue Begriffe einbringt. Ja, also manchmal gibt es keinen Begriff zu einer bestimmten neue Funktionalität. Und dann muss man so eine neue Begrifflichkeit entwerfen, aber muss auch beschrieben werden, damit man versteht, was das genau bedeutet. Ja. Ansonsten hat man so lange Sätze, um das Funktionalität immer zu beschreiben. Genau. Es kann natürlich sein, dass ich ein Medium wähle, das ganz konkret eine Teilzielgruppe anspricht, die zu 100% im Thema ist. Dann kann ich das alles machen. Ja, ich muss mir halt immer bewusst sein über die Zielgruppe, die ich anspreche, und über das Medium, das ich verwende. Welchen Wissensstand haben die und was kann ich tun? Ja, also was ist zulässig? Ja. Das heißt, nichts unbedacht machen ist eigentlich die Hauptregel. Ja. Oh, super. Und unser Text steht mittlerweile, glaube ich, im Prozess. Der nächste Schritt und ein Thema, was schon hier in der Runde angesprochen war, ist so Bilder, Diagramme, Schaltpläne, Fotos und so weiter. Catherine, aus deiner Erfahrung, woher kommen diese Bilder? Bin ich als Ingenieur, es ist von mir erwartet, dass ich die Bilder selber mit meinem Handy machen und einschicken und die Schaltpläne selber zeichnen, oder gibt es dann irgendwo ein Team oder jemand, der das für mich übernehmen möchte? Natürlich bist du der Erste, den ich frage. Ja, weil du bist an dem Thema dran. Ich werde jetzt von einem Ingenieur jetzt nicht erwarten, dass er mir ein Foto von dem Chip macht.
Das wird er auch nicht hinkriegen. Aber eben, wenn es irgendwelche Schaltbilder gibt, die man dazu kennen sollte, die aufschlussreich sind für, keine Ahnung, wo eine Zielgruppe dann sofort erkennt, was jetzt neu ist an dieser Schaltung, dann wäre es empfehlenswert, das zu nutzen. Es ist halt ganz unterschiedlich, wenn ich eine Pressemitteilung mache, brauche ich ein sehr marketinglastiges Bild. Inzwischen gibt es so, ja, die Angewohnheit, und die macht auch Sinn aus meiner Sicht, dass ich das Produkt ein bisschen zeige, und tut mir leid, der Chip sieht immer gleich aus von außen. Das Packaging ist immer das gleiche, von daher, der ist nicht differenzierend. Aber dann würde ich ihn vielleicht zeigen mit der Anwendung. Ja. Das sind aber spezielle Pressebilder, die verwende ich für die Pressemitteilung. Aber sobald, Matthias hat es angesprochen, ich einen Artikel schreibe, will ich ja vieles bebildern, was ich vorher auch erkläre. Und das kann ich halt meistens mit diesen technischen Bildern, kann ich es am besten machen. Manchmal im Softwarebereich ist es noch schwieriger, da brauche ich keinen Code herzeigen oder vielleicht zeige ich einen Codeabschnitt her. Aber da jetzt jemand zu zeigen, wie er vorm Rechner sitzt und einen Code eintippt, das will keiner sehen, das interessiert keinen. Ja. Da will der harte Techniker, will dann auch wirklich richtig tief reingehen und will dann auch wirklich was techniknahes sehen. Und da geht es nicht ohne den Ingenieur. Und eigentlich aber in der Regel ist das kein Problem. Wenn ich sage, pass auf, eben, ich brauche ein Schaltbild und ich brauche es halt in der und der Auflösung, weil ich brauche in der Regel 10 mal 15 Zentimeter 300 dpi, richtig? Das brauche ich in der Regel. Und das kriege ich immer. Ist eigentlich selten ein Problem. Ja. Und falls doch, dann sind halt wir auf der Kommunikationsseite gefragt, wie können wir das lösen. Ja. Aber das ist dann meine Herausforderung und nicht die des Entwicklers. Und bei dem, Matthias, als Redakteur übernimmst du dann zum Beispiel die Blockdiagramme 1:1 rüber, oder habt ihr auch ein so Aussehen in der Magazine, die und dann Es ist sehr unterschiedlich. Ich arbeite für verschiedene Verlage und verschiedene Zeitschriften, und einige wenige zeichnen alles neu. okay. Die erstellen jedes Diagramm, jede Tabelle komplett neu. In einem eigenen quasi Corporate Design, wenn man so will, der Zeitschrift, finde ich super, aber das muss man sich wirklich leisten wollen. Die meisten anderen nehmen die Grafiken eigentlich so, wie sie sind, und deswegen ist es eigentlich auch im Interesse des Autors, ja, des Beitrags, dass diese Qualität gut ist, weil der Inhalt kann noch so toll sein, wenn die Grafik grottig ist, dann ist der Gesamteindruck schlecht. Genau, ja. stimmt. Und deswegen sollte man tatsächlich da ein bisschen Zeit investieren. Als Firma, wenn man die Möglichkeit hat, einen Grafiker zu beschäftigen oder einen freiberuflichen Grafiker zu haben, dann tatsächlich hochwertige Grafiken machen zu lassen, weil das einfach eine ganz andere Wertigkeit verleiht. Ja. Es gibt absolut keine Publikation mehr ohne Grafik oder ohne Bild. Das Genau. ist komplett weg. Das gab es früher mal, aber auch gerade durch die sozialen Medien und brauchen wir Bilder. Was ohne Bild ist, wird abgestraft vom Algorithmus, wissen wir. Und deswegen ist das unbedingt Pflicht. Und bei den Zeitschriften, da in Deutschland ja tatsächlich noch gedruckt wird, auch tatsächlich die hohe Auflösung. Ne? Also als 300 dpi Grafik oder Vektorgrafiken sollte man nach Möglichkeit liefern. Die Redaktionen können da nicht so viel helfen, weil sie einfach noch nicht die Kapazität haben. Also sie haben in der Regel nicht die Grafiksoftware, um da tatsächlich eingreifen zu können, und aber auch nicht die Kapazität, da irgendwas zu verbessern. Ja. Gut, so unsere Microcontroller-Serie ist schon als Fachartikel vielleicht erschienen, und um die Ecke steht Embedded World, eins von den Fachmessen hier in Europa. Unser Ingenieur ist dann gesagt worden, er sollte oder sie sollte auftreten und mit der Presse sprechen, oder die heutige haben wir immer häufiger Tech-Influencer vielleicht auf der Messe. Wie bereiten wir uns dafür für dieses Interview vor, und ist es zu erwarten, dass Sie mich in die Zange nehmen werden, wie Markus Lanz oder Sandra Maischberger? Ziemlich wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, dass die meisten meiner Redakteurskollegen ähnlich ticken wie ich auch, und wir sind eigentlich in erster Linie interessiert an den Produkten und Technologien und möchten verstehen, wie sie funktionieren, weil es dann einfach leichter ist, darüber zu berichten. Das macht auch für uns die Sache authentischer, wenn wir über Dinge schreiben oder reden, die wir verstanden haben. Ich würde jedem Ingenieur empfehlen, sich ein paar Argumente bereitzulegen, die dazu beitragen können, das Produkt, die Technologie gut zu vermitteln, vielleicht unterstützen durch eine Applikation, die man dabei hat, eine Demo. Das macht es viel leichter, dann ist man ganz sicher auf der sicheren Seite. Oder vielleicht ein paar
Grafiken, Charts, die das unterstützen können. Bitte keine PowerPoint-Demonstrationen, die über längere Strecken gehen. Die sind eigentlich eher kontraproduktiv, weil sie, also kein Redakteur hat die viele Zeit, sich viele Folien anzuschauen, und 1 oder 2 Grafiken, die den Kern aussagen, sind, glaube ich, ganz gut. Und Catherine, wie ist bei euch? Wie hilft ihr eure die Pressesprecher dann, sich darauf vorzubereiten? Grundsätzlich sagen wir ihnen, wer kommt. Okay. Also wir machen schon vorher gewisse Pressbriefings, das heißt, wir bereiten sie vor, welche Redakteure zu ihnen kommen, um ihnen die Angst zu nehmen. Weil genau das, was Matthias gesagt hat, stimmt. Das sind keine Investigativjournalisten. Es sind Moment. Nein, also es sind Leute, die technisch interessiert sind, mit einem unterschiedlichen technischen Kenntnisstand. Manche haben halt ihre Lieblingsthemen, da kennen sich besonders gut aus, haben wirklich harte Fragen. Aber ich habe in echt 20 Jahren nicht erlebt, dass jemand, der selber der Ingenieur war, der an dem Produkt irgendwie beteiligt war, der eigentlich schon an dem ganzen Prozess beteiligt war, Presseunterlagen bereitzustellen. Zu dem Produkt gibt es immer eine Demo, weil sonst wäre ich nicht auf der Messe und würde das als Neuheit vorstellen, wenn ich nicht auch eine Demo hätte. Das heißt, der führt eine technisch gute Unterhaltung auf einem guten Level. Und da kommen keine Fragen, die für ihn jetzt, extrem herausfordernd werden, sondern die werden sogar für ihn spannend, weil die sich auf Augenhöhe oftmals unterhalten können. Muss aber natürlich so ein technischer Pressesprecher mal erlebt haben, um die Angst nicht mehr zu haben. Aber nein, keiner von denen ist Karin Mioska. Die können sich da ganz entspannt auf diese Gespräche einlassen, sollten vorbereitet sein, wie du sagst, damit sie das Produkt erstmal vorstellen können und dass man dann darüber in ein Gespräch kommt. Aber es gab noch nie einen Zusammenbruch und dann ein eskalierendes Gespräch. Ganz im Gegenteil, so baut man sein Netzwerk auf. Ja. Und das ist ja auch der Sinn, warum man sich auf einer Messe trifft. Man baut auch ein Netzwerk mit der Presse auf. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Horizonterweiterung für viele Produktingenieure, weil viele der Redakteure haben wirklich starken technischen Background und sind spezialisiert auf bestimmte Technologiebereiche, und wir sind natürlich nie so tief drin in der Technologie, in einzelnen Produkten, aber wir haben meistens einen größeren Überblick, als das Ingenieure haben können, die speziell für ein Produkt einer Firma verantwortlich sind. Und in einem guten technischen Gespräch kann man, glaube ich, auch ganz gute Hinweise mitnehmen, weil es gibt immer Dinge, die schon mal irgendwo eingesetzt wurden, die es schon mal irgendwo gab, was man vielleicht einfach nicht auf dem Schirm hat, weil es eine andere Branche ist. Ja, und es ist mir schon wirklich sehr, sehr oft passiert, dass da habe ich beim Gegenüber dann wirklich so ein Licht, so eine Lampe angehen sehen. Habe ich schon gesehen, letztes Jahr da und da. Oh, andere Branche, war ich auf der Messe, war ich nicht. Ja, und es kann also wirklich durchaus den Horizont erweitern. Ja. Unsere Zeit neigt leider langsam zu Ende. Und wir haben so viele Themen angesprochen und so viel Wissen gesammelt. Ich freue mich sehr für unsere Zuhörer und Zuschauer, dass wir so viel Information von euch bekommen haben. Bevor wir unsere Runde enden heute, ich weiß, ihr habt beide so Bücher mitgebracht. Ich würde gerne lernen, welche Quellen wir nutzen können als Ingenieure, um unsere Fähigkeiten und Kompetenzen im Fachartikel schreiben und so weiter nutzen können. Ich habe auch ein paar dabei. So, vielleicht, Catherine, kannst du uns sagen? Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen und ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, aber wir haben vorhin darüber gesprochen, wie sich ein Techniker vorbereiten kann, um einen guten Artikel zu schreiben. Und da gilt tatsächlich, guck dir doch bitte mal das Zielmedium an. Lies doch mal Artikel, wie schreiben andere, wie schreibt dein Wettbewerb? Ja, also von daher, da kann ich ganz viel rausziehen und ganz viel lernen. Einerseits eben die Ausrichtung des Magazins, worüber wollen die gerne sprechen, und andererseits, worüber hat vielleicht der Wettbewerb schon gesprochen, wie kann ich das drehen und über andere Dinge vielleicht die Zielgruppe erhellen. Von daher finde ich es total wichtig, online wie offline, also in Print, tatsächlich andere Fachmagazine zu lesen, um zu verstehen, was interessiert die Menschen da draußen. Ja. Ansonsten, es ist bisher keine Eigenwerbung, nicht verwandt, nicht verschwägert. Wolf Schneider ist der Guru für gute deutsche Sprache, und damit knüpfe ich an das an, was wir vorhin schon gehört haben. Sprache ist wichtig. Ja. Und
das ist ein uraltes Buch und hat bis heute, ist wie die Bibel, sage ich jetzt mal, für die, die gutes Deutsch schreiben wollen. Ich glaube nicht, dass jemand, der einen Fachartikel schreiben will, die gelesen haben muss. Aber es ist ein Plädoyer für eine gute deutsche Sprache. Und wenn man sowas mal gelesen hat, kriegt man mal einen ganz anderen Blick dafür, welche Nuancen es gibt und auf welche man achten sollte. Und wer gutes Deutsch schreiben will, vielleicht sprechen will, dem kann ich alle Bücher eigentlich von Wolf Schneider empfehlen. Super. Matthias? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wenn es um gutes Deutsch geht, gibt es eigentlich nur Martin Luther, die Brüder Grimm und Wolf Schneider. Tatsächlich ist es meine ernste Meinung. Ich habe auch ein Buch dabei, da geht es auch um Sprache. Und es hat ein Freund von mir geschrieben, Raman. Raman ist Ingenieur, deswegen der Bezug Ingenieur und Sprache. Und Raman ist in Burma aufgewachsen, als Kind nach Deutschland gekommen und ist hier Ingenieur geworden, hat für einen Tech-Konzern, amerikanischen Tech-Konzern hier die deutsche Niederlassung aufgebaut und gearbeitet, hat es bis in die oberste Führungsebene geschafft und das alles in einer Sprache oder zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, die nicht seine Muttersprache waren. Und in dem Buch geht es sehr viel über Kultur, interkulturelles Miteinander, finde ich für Ingenieure immer wichtiger. Mhm. Hier beim Mauser wird es, glaube ich, gelebt. Ja. Das ist ganz toll. Und um Sprache. Es sind viele Anekdoten dabei, die für Ingenieure, die sich ein bisschen mit Sprache auseinandersetzen wollen, sicher interessant. Und mein zweiter Hinweis, und das bezieht sich ein bisschen auf das Thema interdisziplinär. Ich habe ja gesagt, ich finde es immer da besonders spannend, wo Technologien oder Technologiezweige, Ingenieurzweige sich überlappen, aneinanderstoßen, wo früher Grenzen da waren, die Grenzen verschwinden. Und das ist eine Zeitschrift, für die ich zurzeit als Chefredakteur arbeite. Ein bisschen Schleichwerbung, Touchpoint, ist so eine Zielgruppe. Genau, aber ohne Werbung machen zu wollen, Photonik ist einfach ein Technologiezweig, der in ganz viele klassische Elektronik-Applikationen Einzug hält, also Quantensensoren, Quantenphotonik. Es gibt die ersten tatsächlich installierten photonischen Quantencomputer hier in Garching mittlerweile und auch andere optische Technologien, optische ICs, optische Datenkommunikation, Transceiver und so weiter. Das heißt, alle Elektronikingenieure werden in Zukunft immer häufiger mit dem Thema Photonik konfrontiert sein, weil die Wachablösung des Elektrons durch das Photon steht quasi bevor. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, mal in eine Zeitschrift wie diese reinzugucken. Ja. Auf Deutsch gibt es allerdings keine andere. Ja, super. Das sind zwei tolle Beispiele. Ich habe auch zwei Bücher mitgebracht. Als gebürtiger Brite habe ich natürlich dann zwei Bücher gefunden, die in der englische Sprache geschrieben sind. Meine erste Empfehlung ist dieses Buch von Wendy Covey, Content Marketing Engineered. Das ist eine super Einleitung, glaube ich, für Ingenieure, die sich noch nicht mit Marketing beschäftigt haben und einfach verstehen möchten, wie funktioniert Marketing überhaupt und welche Rolle spielt Content, Inhalt, Fachartikel, Präsentationen und so weiter in die ganze Marketingabläufe. Und ja, das ist sehr einfach zu lesen, auch für vielleicht jemand, der Englisch als zweite Sprache hat. Und für diejenigen, ähnlich wie bei der Wolf Schneider, was viele empfehlen, ich auch, ist ein Handley mit Everybody Writes. Das ist die vorherige Ausgabe. Es gibt eine neue mittlerweile, eine überarbeitete, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das finde ich auch sehr schön. Sehr viele tolle Tipps. Ich habe auch hier ein paar Zettel reingeschoben. Ein Kapitel hier heißt Embrace the Ugly First Draft, was ich gut empfehlen kann, einfach wenn man vor dem leeren Papier steht und weiß nicht, was ich schreiben soll, einfach irgendwas schreiben und das kann man immer nachbessern. Ja, was man schreibt, muss nicht dann dann erscheinen. Ja, so. Ja, das sind meine zwei Buchtipps. Und damit kommen wir zu Ende. Ich möchte euch herzlich bedanken, Katrin, Matthias. Es war wunderschön, mit euch zu unterhalten und wir haben sehr viele tolle Einblicke erhalten heute. Dankeschön für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir so toll miteinander reden konnten. Dankeschön. So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Ingenieure stehen für gewöhnlich nicht gern im Mittelpunkt und sind auch nicht unbedingt für ihre Kommunikationsfähigkeiten bekannt.
Aber Unternehmen müssen ihre Produkte bewerben und sind dabei auf das Fachwissen ihrer Ingenieure angewiesen, um die Korrektheit ihrer Marketingmaterialien zu gewährleisten. Heute geht es dabei längst nicht mehr nur um geschriebene Inhalte wie Artikel, Blogbeiträge oder Präsentationen. Immer häufiger sind es auch Videos gefragt. Wenn man die Zielgruppe versteht, den Fokus auf den Nutzen statt nur auf technische Daten legt und eine gute Storyline entwickelt, können Ingenieure sehr wirkungsvolle Inhalte erstellen, die die Arbeit der Marketing- und Kommunikationsteams gezielt unterstützen. Wenn dich dieses Thema anspricht, probier es einfach mal aus. Es ist ein tolles Gefühl, deinen eigenen Namen in einem Fachmagazin zu lesen oder sich selbst in einem Videointerview zu sehen. Und dein Arbeitgeber wird deine Unterstützung sicher zu schätzen wissen. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gäste Katrin Schneider und Dr. Matthias Larsch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mouser Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen und Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.